Hallo Paul, schön dich zu sehen. Wie geht es dir? Hallo Maria, mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich habe gehört, dass du eine Reise nach Japan planst. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe schon lange davon geträumt, nach Japan zu reisen, und jetzt ist es endlich soweit. Wie spannend. Wann geht es los? In 3 Wochen. Ich bleibe dort für 2 Monate. 2 Monate? Das ist ja großartig. Hast du schon eine genaue Reiseroute geplant? Ja, ich möchte zuerst nach Tokio, dann nach Kyoto und Osaka. Danach plane ich, die ländlicheren Gebiete zu erkunden, um mehr über die traditionelle Kultur zu erfahren. Das klingt nach einer tollen Reise. Was interessiert dich am meisten an Japan? Vor allem die Mischung aus Tradition und Moderne. Die Hightech-Städte und gleichzeitig die alten Tempel und Schreine faszinieren mich. Ja, das ist wirklich einzigartig. Hast du vor, die japanische Küche auszuprobieren? Auf jeden Fall. Ich liebe Sushi und Ramen. Ich möchte auch gerne lokale Spezialitäten probieren. Sei aber vorsichtig mit dem Fugu-Fisch. Der kann giftig sein, wenn er nicht richtig zubereitet wird. Oh, davon habe ich gehört. Ich werde darauf achten, nur in vertrauenswürdigen Restaurants zu essen. Gut so. Wie sieht es mit der Sprache aus? Sprichst du Japanisch? Oh, ich habe angefangen, einige Grundlagen zu lernen. Ich kann mich in einfachen Situationen verständigen, aber ich bin noch weit davon entfernt, fließend zu sprechen. Das ist schon mehr, als viele andere können. Die Japaner werden es sicher schätzen, wenn du ihre Sprache sprichst. Das hoffe ich. Außerdem habe ich einen Sprachführer und eine Übersetzungs-App auf meinem Handy. Sehr praktisch. Hast du schon Unterkünfte gebucht? Für die ersten 2 Wochen ja. Ich werde in Tokio in einem Capsule-Hotel übernachten, um die Erfahrung zu machen. Danach möchte ich in traditionellen Ryokans wohnen. Oh, ein Ryokan. Das soll eine sehr authentische Erfahrung sein, mit Tatami-Matten und Onsenbädern. Genau. Ich freue mich besonders auf die Onsen. Die heißen Quellen sollen sehr entspannend sein. Vergiss nicht die Etikette in den Bädern. Man muss sich vorher gründlich waschen und es ist oft nicht erlaubt, Tattoos zu zeigen. Ja, das habe ich gelesen. Zum Glück habe ich keine Tattoos. Das macht es einfacher. Was planst du in Kyoto zu besichtigen? Ich möchte die berühmten Tempel wie Kinkakuji und Fushimi Inari besuchen. Auch der Bambuswald von Arashiyama steht auf meiner Liste. Das sind tolle Orte. Ich war vor 2 Jahren dort und es war beeindruckend. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, besuche die Tempel früh am Morgen, um den Menschenmassen zu entgehen. Und kaufe dir einen Japan Rail Pass. Damit kannst du unbegrenzt mit den Zügen fahren. Gute Idee. Den Railpass habe ich bereits bestellt. Er soll viel Geld sparen. Das stimmt. Wie sieht es mit dem Budget aus? Japan kann teuer sein. Ich habe gespart und plane, sparsam zu leben. Ich werde oft in Convenience Stores essen und günstigere Aktivitäten wählen. Die Convenience Stores in Japan sind tatsächlich sehr gut. Das Essen dort ist überraschend lecker. Das habe ich gehört. Außerdem möchte ich in einigen Sushi-Bars essen, die nicht zu teuer sind. Probiere auch Okonomiyaki und Takoyaki. Das sind regionale Spezialitäten. Werde ich machen. Danke für den Tipp. Keine Ursache. Hast du vor, an Festivals teilzunehmen? Ja, ich hoffe, das Hanami, die Kirschblütenzeit, zu erleben. Es soll wunderschön sein. Wenn du Glück hast, passt es zeitlich. Die Blütezeit variiert jedes Jahr ein wenig. Ja, ich verfolge schon die Wettervorhersagen und Blüteprognosen. Sehr gut vorbereitet. Wie sieht es mit dem Gepäck aus? Nimmst du viel mit?
Ich reise mit leichtem Gepäck. Nur ein Rucksack und eine kleine Tasche. Ich möchte flexibel sein. Das ist klug. Die öffentlichen Verkehrsmittel können zu Stoßzeiten sehr voll sein. Genau. Außerdem kann ich dort alles kaufen, was ich brauche. Stimmt, die Einkaufsmöglichkeiten sind hervorragend. Hast du vor, Elektronik zu kaufen? Vielleicht eine Kamera oder Kopfhörer. Aber ich werde es spontan entscheiden. Vergiss nicht, dass du die Mehrwertsteuer zurückerstatten lassen kannst, wenn du als Tourist einkaufst. Das ist ein guter Hinweis. Ich werde danach fragen. Was sagen deine Familie und Freunde zu deiner Reise? Sie sind begeistert und ein wenig neidisch. Einige von ihnen möchten auch nach Japan reisen. Verständlich. Vielleicht kannst du ihnen Souvenirs mitbringen. Ja, das habe ich vor. Ich denke an typische Dinge wie Tee, Süßigkeiten oder kleine Kunsthandwerke. Gute Wahl. So, ich muss leider weiter. Ich habe noch einen Termin. Kein Problem. Vielen Dank für das nette Gespräch und die vielen Tipps. Gern geschehen. Ich wünsche dir eine fantastische Reise. Pass auf dich auf. Danke, Maria. Wir sehen uns nach meiner Rückkehr und ich werde dir alles erzählen. Darauf freue ich mich. Bis bald. Bis bald. Guten Morgen, Laura. Du siehst heute ein bisschen müde aus. Ist alles in Ordnung? Guten Morgen, Stefan. Ja, ich bin nur etwas erschöpft. Ich habe in letzter Zeit viel gearbeitet. Das kann ich verstehen. Die letzten Projekte waren ziemlich anspruchsvoll. Genau. Ich habe gestern bis spät in die Nacht an dem Bericht gearbeitet. Hast du den Bericht schon abgegeben? Ja, heute Morgen. Jetzt fühle ich mich etwas erleichtert. Das ist gut. Du solltest dir vielleicht etwas Ruhe gönnen. Ja, du hast recht. Ich denke darüber nach, ein paar Tage Urlaub zu nehmen. Das ist eine gute Idee. Hast du schon Pläne, was du in deinem Urlaub machen möchtest? Ich überlege, in die Berge zu fahren und ein bisschen zu wandern. Die frische Luft würde mir gut tun. Das klingt wunderbar. Ich war letztes Jahr in den Alpen und es war sehr erholsam. Wirklich? Hast du Empfehlungen für Unterkünfte oder Wanderwege? Ja, ich kann dir einige Tipps geben. Es gibt schöne Hütten und gut markierte Wege für verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das wäre super. Ich möchte nicht zu anspruchsvolle Touren machen, da ich nicht so trainiert bin. Keine Sorge, es gibt viele leichte Strecken mit tollen Ausblicken. Ich kann dir meine Lieblingsroute zeigen. Vielen Dank. Das würde mir sehr helfen. Gern geschehen. Sag mal, wie steht es eigentlich um dein Projekt mit der Marketingabteilung? Oh, das läuft ganz gut. Wir planen eine neue Kampagne für das nächste Quartal. Interessant. Braucht ihr vielleicht Unterstützung aus der IT-Abteilung? Möglicherweise. Wir wollen einige digitale Tools einsetzen und könnten Hilfe bei der technischen Umsetzung gebrauchen. Dann könnte ich mal mit meinem Team sprechen und sehen, wie wir euch unterstützen können. Das wäre großartig. Es würde die Zusammenarbeit erleichtern. Absolut. Ich denke, interdisziplinäre Zusammenarbeit ist wichtig für den Erfolg des Unternehmens. Da stimme ich dir zu. Es fördert auch das Verständnis für die Arbeit der anderen Abteilungen. Genau. Wie findest du eigentlich die neue Arbeitszeitregelung mit der Gleitzeit? Ich finde sie sehr positiv. Es ermöglicht mir, meine Arbeit flexibler zu gestalten und besser mit meinem Privatleben zu vereinbaren. Mir geht es genauso. Ich kann jetzt morgens früher anfangen und habe am Nachmittag mehr Zeit für meine Hobbys. Was machst du denn in deiner Freizeit?
Ich spiele Gitarre in einer Band. Wir proben 2-mal die Woche. Das ist ja interessant. Welche Musikrichtung spielt ihr? Wir spielen hauptsächlich Rock und ein bisschen Blues. Es macht viel Spaß. Vielleicht kann ich mal zu einem eurer Auftritte kommen. Sehr gerne. Wir haben nächsten Monat ein kleines Konzert in einem Club in der Stadt. Das würde ich mir gerne ansehen. Schick mir doch die Details, wenn du sie hast. Mache ich. Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Ich tanze gern. Ich nehme an einem Salsa-Kurs teil. Das klingt spannend. Ich habe gehört, dass Tanzen ein guter Ausgleich zur Arbeit ist. Ja, das stimmt. Es hilft mir, Stress abzubauen und neue Energie zu tanken. Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Du bist herzlich eingeladen. Wir suchen immer nach neuen Tänzern. Danke für das Angebot. Ich werde darüber nachdenken. Gerne. Übrigens, wie findest du das neue Bürogebäude? Ich mag es. Es ist modern und die offenen Arbeitsbereiche fördern die Kommunikation. Ja, aber manchmal vermisse ich ein bisschen die Privatsphäre. Das kann ich verstehen. Aber es gibt ja auch Rückzugsräume für konzentriertes Arbeiten. Stimmt. Ich muss mich nur daran gewöhnen. Veränderung braucht Zeit. Aber insgesamt finde ich die Atmosphäre hier angenehm. Da hast du recht. So, ich sollte jetzt weiterarbeiten. Klar, ich auch. Vergiss nicht, dir die Unterlagen für deinen Urlaub auszufüllen. Danke für die Erinnerung. Ich mache das gleich. Kein Problem. Wenn du noch Fragen zu den Wanderwegen hast, lass es mich wissen. Vielen Dank, Stefan. Ich komme gerne darauf zurück.